Es sind bis zu 27 Knoten in Böen. Wenn wir einkuppeln, gibt es einen harten Schlag. Das da hinten sind Motorfundamente. Ja, die sind sehr rostig und eins davon könnte ein Problem haben. Deswegen fahren wir jetzt zurück ans Festland. Ich glaube, das ist der kürzeste Trip der Geschichte der Balearen. Ein Uhr Nacht ist es mittlerweile. Es war ein wunderschönes Segeln heute. Ich habe gerade meine Schicht von Marion übernommen. Marion hat sich jetzt hingelegt. Wir haben noch circa 40 Meilen bis zu einer schmalen Durchfahrt zwischen einer Insel und der Hauptinsel Mallorca. Und ich habe jetzt die Segelfläche so weit verkleinert, dass wir sehr langsam unterwegs sind. Wir waren den ganzen Tag unter Genua und Besan gefahren, was wirklich ein ganz tolles Erlebnis war. Wir hatten durchgehend um die 20 Knoten Wind und durch die zwei relativ kleinen Segel, die sich ja gut auf das Boot verteilen, hatten wir einen niedrigen Druckpunkt und wenig Bewegung im Schiff und das war wirklich sehr, sehr schön zu segeln. Der Wind dreht gerade noch mal kräftig auf. Wir hatten vorhin den Wetterbericht noch mal abgerufen. Es sind bis zu 27 Knoten in Böen vorausgesagt. Und die Nacht wird ja noch ungefähr 5 Stunden dauern, bis es hell wird. Deswegen versuche ich jetzt möglichst langsam unterwegs zu sein, damit ich, wenn überhaupt, hier draußen im offenen Seeraum die Zeit verbringe und eben nicht unter Land in der Nähe von Klippen und irgendwelchen komischen Situationen, denn hier draußen ist kein Schiff. Das AIS ist leer, das Radar ist leer und auch am Horizont sehe ich nichts. Ich sehe die Insel natürlich und auch die Kontur auf dem Radar, aber ich sehe kein Schiff hier oben und es ist alles ruhig. Wir haben eine relativ hohe Welle mit ca. 1 bis 2 Meter quer ab vom Boot. Also die laufen relativ hoch mit der Breitseite auf das Boot zu, heben das Boot an, legen es zur Seite und setzen es wieder ab. Und in der Nacht ist das schon beeindruckend. Aber das Boot vermittelt eine unglaubliche Sicherheit, sodass ich mir da absolut überhaupt gar keine Sorgen mache. Ein solches Wetter lässt sich in der Nacht natürlich immer nicht aufnehmen. Aber ihr seht ja an dem schaukelnden Kompass schon, wie stark die Wellen waren. Wir hatten noch gehofft, vor dem Wetter wegzufahren, doch es gelang uns ja nicht. Aber wir wussten, sobald wir die Ecke von Dragonera erreichen, wird es sich wieder beruhigen. Die Westseite Mallorcas liegt windgeschützt. Und genauso war es auch. Der Wind entspannte sich, die Wellen ließen nach und wir konnten den Sonnenaufgang an der wundervollen Küste von Mallorca bewundern. Wir waren sehr zufrieden mit der Fahrt, auch wenn die letzten Meilen etwas anstrengender waren. Das Boot hat sich von seiner besten Seite gezeigt und uns hat das Segeln richtig, richtig viel Spaß gemacht. Aber wir waren auch sehr kaputt und müde und freuten uns einfach nur darauf, einen schönen Ankerplatz zu finden.
Wir steuern jetzt Santa Ponsa an. Das ist unser erstes Ziel. Es war sehr viel Wind vorhergesagt fürs letzte Stück der Fahrt. Und zuerst sah es auch so aus, als kommen wir doch gut durch, aber dann hat es uns doch irgendwie um 1:30 erwischt. Dann war er da mit 29 Knoten und 1,5 Meter Welle und so geschaukelt. Also Ja, warum auch immer, zwischen Festland und Mallorca haben wir immer nachts starken Wind. Und ja, aber es war trotzdem okay. Also das Schöne ist ja, wenn man es schon mal hatte, dann ist es nicht mehr so beeindruckend. Und mit dem Boot fühlt es sich nochmal sicherer an. ja, Aber ruppig war es trotzdem. also die ganze Überfahrt war schon schöner Wind. Super, total schön. Mit der Arriba wäre das deutlich ungemütlicher gewesen. Mhm. Also hat sich wirklich super angefühlt mit der Liquane. Das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied. Das ist wirklich ein Boot für Ozeane. Mhm. Und ja, Also wir hatten 19 Knoten fast die ganze Zeit und das wäre mit Arriba schon nur extrem gerefft und dann auch nicht sehr komfortabel gewesen. Und hier hat man eher so den Eindruck gehabt, das Boot ist dafür gemacht. so jetzt möchte Christoph aber gerne schlafen. Ich will jetzt erst einfach nur den Anker in den nächsten Sand schmeißen und mich in die nächste Koje. Ja, Das reicht jetzt auch. wie es dann weitergeht, wissen wir noch nicht. Also jetzt wird erstmal dann, wenn Christoph ausgeschlafen ist, das Öl mal angeguckt, wie es aussieht, was der Motor so gemacht hat, wie er sich gehalten hat, und dann schauen wir uns das an, wie es weitergeht. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie tagelang hier in Santa Ponsa verbringen, so schön ist das hier auch nicht. Aber bei dem Wind, den wir hatten, ist das jetzt hier die bestgeschützte Möglichkeit. Wir wollten eigentlich gerne Port Soyer, aber bei dem Wind, den wir hatten, weiß ich nicht, ob das jetzt so die gute Idee gewesen wäre. Deswegen sind wir doch noch um die Ecke rumgefahren. Ja. Jetzt Also schauen wir mal. der Motor hat schon mal 2 Sachen bestanden. Das erste war 7 Stunden Motorfahrt gestern und daran anschließend dann nochmal 15 Stunden so ein Geschaukel, was ja das Pumpen, das Wasser reinpumpen über den Saughebeleffekt wieder ermöglicht hätte. Und er ist trotzdem angesprungen heute Morgen. Also, wollen wir mal sehen. Mal schauen, wie es aussieht nachher. Daumen drücken. Die Ankerplatzsuche haben wir nicht auf Film, aber sie war nicht besonders erfolgreich. Aufgrund der Wetterlage war natürlich die Westseite Mallorcas und damit auch die Bucht von Santa Ponsa sehr voll. Und die einzigen freien Flecken, die es noch gab, waren leider keine Sandflecken, sondern Stein unter Sand. Wir hatten extreme Schwierigkeiten, einen Platz zu finden und den Anker ordentlich einzufahren. Und als wir dann endlich einen Platz hatten, war dieser total unruhig, weil wir in der Einflugschneise von kleinen Motorbooten, Jetski und Ähnlichen lagen. Aber in diesem Moment hatten wir keine andere Wahl. Und warum, das erklärt euch Christoph jetzt. Wir sind heute Morgen, glaube ich, um zwischen 7 und 8 auf den Balearen angekommen, nachdem wir heute Nacht durchgefahren sind. Und wollten ja hier so ein bisschen Pause machen und den Motor testen und sowas in der Art. Und wie wir hier ankommen und das Ankermanöver fahren, stelle ich 3 Sachen fest und ich suche mir das nicht aus. Man könnte so eine Katastrophenserie skripten, aber wir haben es echt nicht geskriptet. Wir ärgern uns jedes Mal, wenn wieder was auftritt. Aber es ist, wie es ist. Also, wir stellen fest, wenn wir einkuppeln, gibt es einen harten Schlag. Dann setzt sich das Getriebe in Bewegung
und es gibt ein schlagendes Geräusch hier aus dem Gesamtbereich. Sail Drive, Wellenkupplung, Getriebe, Motor. Genauer kann ich es im Moment nicht lokalisieren. Wenn ich dann aber ein bisschen Gas gebe, eingekoppelt, dann verschwindet das. Und wir haben auch das Getriebeöl vom Sail Drive. Das dehnt sich aus und spritzt dann hier hinten in die Ecke. Da werde ich jetzt erstmal ein bisschen was abzapfen. Ich werde mir auch gleich das Motoröl nochmal angucken. Also, dieses harte Schlagen ist nicht gut. Wir sind auf den Balearen in der Hauptsaison und ich habe darüber mal einen Artikel geschrieben auf dem Blog. Wer mag, kann sich das gerne angucken. Ich verlinke den unten. Auf den Balearen in der Hauptsaison ein Problem zu haben, ist nicht ratsam. Und deswegen fahren wir jetzt sofort wieder los nach Barcelona zurück. Weil wir dort den Liegeplatz schon bezahlt haben für diesen Monat, um uns in Ruhe dann die Karten zu legen. Hier scheint die Wellenkupplung drin zu sein. Das könnte ein Problem für das Schlagen sein, dass die ausgeschlagen ist. Und das da hinten sind Motorfundamente. Ja, die sind sehr rostig und eins davon könnte ein Problem haben. Das kann ich im Moment aber nicht näher eingrenzen, welches das ist. Schöner Mist. Wir haben hier oben das Reservegefäß für den Sail Drive. Da ist das Getriebeöl dafür drin. Und der hat oben im Deckel ein Loch und hier hinten ist ganz viel mit Öl vollgespritzt. Das kann jetzt aufgrund der starken Welle sein. Eine andere Leckage habe ich nicht festgestellt. Aber was mich eigentlich mehr besorgt, ist, dass das Öl so dünnflüssig ist. Ein bisschen schlecht sehen, diese schwarzen Schlieren sind das. Wir demonstrieren das jetzt mal. Wenn wir einkuppeln, dann gibt es einen harten Schlag im Motor und er fängt an zu hoppeln. Okay. Gibt ein bisschen Gas. Und sobald Marion dann Gas gibt oder ich, verschwindet das wieder. Und das finden wir extrem beunruhigend. Ja. Deswegen fahren wir jetzt zurück ans Festland. Ich glaube, das ist der kürzeste Trip der Geschichte der Balearen. Ja, nützt ja nichts. Es war ja klar, es war so ausgemacht, dass wenn was ist, dass wir zurückfahren. Jetzt ist es halt so. Was denn? Ja. Fahr weiter. Ach, in Spanien sind die doch so entspannt. Die fahren doch sowieso alle, wie sie lustig sind. Also. Ja, das kann ja sein, aber ich bin nicht entspannt. Ja, aber du bist an der Stelle die Stärkere. Ja, eben. Das heißt auch, ich krieg den Ärger, wenn was passiert, weil ich die Stärkere. Siehst du? Nö, das sehe ich nicht so. Ja, naja, jetzt fahren wir halt zurück nach Barcelona. Mit Glück haben wir ein bisschen Wind, mit Pech haben wir keinen Wind. Das wird sich jetzt zeigen. Jetzt fahren wir erstmal um die Ecke rum, zwischen Mallorca und Dragonera durch und gucken, was uns dann da erwartet. Und im Zweifelsfalle, im allerschlimmsten Fall, können wir noch Porzoyer raus. Vielleicht ist es überreagieren, aber ich glaube, es ist trotzdem richtig so, weil ich kann nicht ausschließen, dass eins der Motorfundamente einen Knacks bekommen hat. Und also wenn die Wellenkupplung schlägt, und das ist das Mindeste, ist das auf keinen Fall gut, weder für Sail Drive noch für die Wellenkupplung selber, noch für das Getriebe. Und wenn es ein Motorlager ist, ist das erst recht nicht gut, weil dann sitzt der Motor nur noch auf 3 Füßen statt auf 4. Ich glaube, uns ist das beim Rückwärts-Einkuppeln abgerissen. Man könnte fast meinen, wir überlegen uns immer neue Katastrophen. Nee, so viel Fantasie habe ich nicht, es tut mir leid. Also bei aller Liebe, aber nein, so viel Fantasie habe ich wirklich nicht. Nee, habe ich nicht.
Wir wollten das als Testfahrt sehen und als erste Linie für den Motor, ob wir wieder Wasser ins Öl bekommen. Bisher ist das nicht der Fall. Wir hatten gestern sehr viel Motorfahrt, 7 Stunden, und den Rest von den 24 Stunden war teilweise starkes Rollen, sehr starkes Rollen. Und also ich kann, glaube ich, ausschließen, dass wir einen Pumpeffekt haben. Das, glaube ich, ist relativ klar. Durch den Motor und die immer wieder neuen Themen sind wir jetzt natürlich ein bisschen nervös, was das Boot angeht, was die Technik des Boots und den Wartungszustand angeht. Ich kann mir nicht erlauben, keinen Motor zu haben, wenn ich unterwegs bin. Hier auf den Balearen kriegen wir es nicht repariert. Also nicht zu einem Geld, das wir zur Verfügung haben. Und in Barcelona haben wir unsere Infrastruktur und dann können wir da erstmal durchatmen, überlegen, der Liegeplatz ist bezahlt, der kostet uns nichts. Hier zahlst das, was wir jetzt hier in der Nacht Motoren, zahlst du hier in einer Nacht in der Marina. Also können wir es auch durchmotoren. Ich bin jetzt nicht scharf darauf, wieder nach Barcelona zu fahren. Ich wäre gerne tatsächlich woanders hingefahren. Nichts mehr dazu zu sagen. Das ist jetzt ein kleiner Flashback. Wir hatten in dem Moment keine Lust, keine Kraft und keinen Willen, auch nur irgendwas zu filmen. Wir hatten ganz andere Sorgen. Die Stimmung war auf dem absoluten Tiefpunkt, weil wir wieder zurück mussten, weil wir wieder ein erneutes Problem hatten und auch wieder nicht wussten, was das heißt. Genau, was heißt das? Was bedeutet das? Wie repariert man das? Was kostet das? Wie lange dauert das? Ja, uns gingen viele Sachen durch den Kopf und wir sind dann in diese Meerenge zwischen Dragonera und Mallorca eingefahren mit dem Ziel Barcelona. Es war genau dieselbe Richtung und wir haben in der Meerenge schon eine sehr starke Strömung von vorne gehabt. Die Welle baute sich immer weiter auf. Wir haben kaum noch Fahrt im Boot gehabt, nur noch ca. 2 Knoten. Und als wir den Kanal durchfahren hatten, so nach einer Stunde oder 1,5 Stunden, wurde uns auch klar, wir haben diese Kraft überhaupt gar nicht, jetzt 24 Stunden nach Barcelona durchzumotoren. Und ich hatte die ganz große Sorge, dadurch, dass sich der Motor ja so komisch verhält, vielleicht gar nicht mehr richtig befestigt ist, dass der sich durch dieses Rollen und durch diese Wellen ablöst und durch das Boot poltert mit fatalen Folgen. Und das zusammengenommen hat dann logischerweise dazu geführt, dass wir umgedreht sind. Das ist in so einem Fall die einzige Möglichkeit, die man hat, wenn man merkt, man kommt dort nicht hin, wo man hin möchte, ist abdrehen, umdrehen. Wir wussten, dass wir in unsere Ausweichbucht Port Soyer, da würden wir nicht reinkommen bei dieser Welle, bei diesem Wind. Das war auch aussichtslos und es war auch schon ziemlich spät und es wurde immer dunkler und wir haben dann noch schnell versucht, einen Liegeplatz für die Nacht zu suchen und zu finden. Und die erste Bucht, die wir angesteuert hatten, konnten wir nicht rein, weil sie voll war mit Bojen, die man vorher buchen musste online.
Und dann sind wir eine Bucht weitergefahren. Dort war das gar nicht so einfach, weil die Sandflecken waren sehr wenige. 2 davon, die wir versucht haben, waren Steine. Und wir haben dann wirklich im allerletzten Licht den Anker noch geworfen, eingefahren auf 20 Meter und waren erstmal durch. Und haben eine extrem unruhige Nacht verbracht, belastet durch extreme Sorgen. Und naja, wie ihr es seht, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann solltet ihr nächste Woche auf jeden Fall wieder einschalten.